Moin und herzlich willkommen zu meinem kurzen Erklärvideo: Wie besiege ich Boss 3, Williams, im Raid Stalros? Williams gilt als einer der schwierigsten Bosse im Raid. Aber keine Sorge, wenn du weißt, worauf es ankommt, ist auch dieser Boss kein Hindernis mehr für dich. Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse zu den Mechaniken aneignen möchten. Hier geht es nun um ein paar Details, die für den dritten Boss wichtig sind. Zunächst ein paar kurze Erklärungen zum Aufbau des Spielbereichs. Der Hochofen befindet sich in der Mitte. Er ist unterteilt in verschiedene Plattformen, auf denen unterschiedliche Aktionen durchgeführt werden müssen. Der Turm kann nur über zwei Ketten betreten werden, die als eine Art Lift fungieren. An den Außenwänden der Spielfläche befinden sich drei farbige, kleinere Plattformen, die jeweils ein Steuerpult beinhalten. In der Bodenfläche sind mehrere Kanäle vorhanden, durch die später geschmolzenes Eisen fließt. Was genau müssen wir hier nun machen? In Kurzform: Wir müssen verhindern, dass der Hochofen explodiert. Das erreichen wir dadurch, dass wir unterschiedliche Aktionen durchführen, die immer wieder den Druck im Inneren des Turms reduzieren. Erst wenn wir alle notwendigen Aktionen durchgeführt haben, können wir den Boss töten und den Hochofen endgültig deaktivieren. Weil uns nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht, in der wir den Druck reduzieren können, müssen wir alle Aktionen recht zügig durchführen. Das bedeutet, dass es auch hier feste Positionen für einige Teamkameraden gibt, die sich ausschließlich mit diesen Aufgaben beschäftigen. Bei uns gibt es einen Spieler, der sich um die Diagnostik auf dem Turm kümmert. Dann haben wir den sogenannten Tower Runner, der den Diagnostikspieler unterstützt. Diese beiden Spieler sind die einzigen, die Aufgaben auf dem Turm übernehmen. Dann gibt es einen weiteren Spieler, der sich um die unteren kleinen farbigen Plattformen kümmert. Zusätzlich haben wir einen Heiler und die übrigen 4 Teamkameraden spielen Damage Builds. Was genau sind denn nun die Aufgaben, die wir hier erledigen müssen? Wir müssen jede Farbe und damit die Aufgaben zu jeder Farbe einmal durchspielen. Das heißt, wenn beim Diagnosepult die blaue Farbe bzw. der Hinweis zum Druck aufleuchtet, dann müssen wir auf dem Turm auf der zweiten Ebene 3 dampfende Rohre suchen und zudrehen. Wenn die Farbe Rot bzw. der Hinweis zum Feuer aktiv ist, dann müssen wir theoretisch ein rotes Rohr suchen, aus dem beim Betätigen des Rädchens Flammen herauskommen. Damit entlasten wir den Turm, sodass der Diagnostikspieler wieder an das Pult herantreten und das Pult bedienen kann. Wenn die Farbe Gelb aufleuchtet bzw. der Hinweis zur Elektrizität aktiv ist, dann müssen wir 3 gelbe Kästen suchen, aus denen Funken sprühen. Diese Boxen können sowohl auf dem Turm als auch im unteren Bereich zu finden sein. Sobald wir alle 3 Farben einmal durchgespielt haben, müssen wir den Druck im Inneren des Turms weiter abbauen. Das machen wir, indem wir die Druckventile auf der unteren Plattform entweder auf- oder zudrehen, je nachdem, ob der Druck im entsprechenden Rohr reduziert oder erhöht werden muss. Nachdem wir das erledigt haben, können wir nach einigen weiteren kleinen Nebenaufgaben den Boss killen und den Notschalter für den Hochofen betätigen. Bevor wir starten, noch ein Hinweis zu den hier genutzten Fertigkeiten. Es sollten möglichst alle Teammitglieder bis auf den Diagnostikspieler und den Heiler einen Wiederbeleber einpacken. Zusätzlich benötigen wir das Zerstörerglühwürmchen für den Shanga, Kampfschaum für die Ads und noch einen zusätzlichen Köder für den Boss. Bitte keine anderen Fertigkeiten benutzen, es sei denn, ihr werdet vom Raidleiter ausdrücklich darum gebeten, eine bestimmte Fertigkeit auszurüsten. Das ist deshalb wichtig, weil wir den Boss am Ende oben auf dem Umgang ködern und dort töten wollen. Sobald andere Fertigkeiten entweder auf dem Boden liegen oder die Akku vom Boss ziehen, dann funktioniert das Festhalten auf dem Umgang möglicherweise nicht. Und sobald der Boss vom Umgang herunterspringt, kann der restliche Kampf erfahrungsgemäß ziemlich chaotisch werden.
Okay, los geht's. Sobald sich das Tor zum Raum öffnet, müssen wir zunächst 3 Ads killen. Danach zählen wir schnell die Positionen der Rädchen an den Lavaschächten aus. Diese beiden Nummern brauchen die beiden Turmspieler und der Plattformspieler später noch. Während der Diagnostikspieler sein Geschütz oben vor der Tür platziert, aus der die Sniper herauskommen, und dann zum Pult auf der obersten Turmebene läuft, stellen wir uns unten an die Startfarbe. Das kann nur blau oder gelb sein. Sobald das Diagnosepult gedrückt wird, kann unten auf der zugehörigen Plattform ebenfalls das Pult bestätigt werden. Dadurch wird die Mechanik gestartet und wir beginnen den Kampf. Nun müssen wir auf die nächste Farbe warten. Je nachdem, welches die Startfarbe war, kann nur eine der anderen Farben an der Reihe sein. Der Diagnostikspieler steht bereits oben am Pult und nennt die nächste Farbe, sobald diese aktiv ist. Dann sucht der Tower Runner entweder die gelben Kästen auf dem Turm oder drückt bei Blau das Pult, damit der Diagnostikspieler auf der zweiten Turmebene die dampfenden blauen Rohre suchen kann. Der Spieler, der unten auf den farbigen Plattformen das Pult bestätigt, läuft zur aktiven Farbe. Ansonsten wartet er bei Rot. Die übrigen Spieler kümmern sich um die Ads, die bei der aktiven Farbe spawnen und machen Boss-Damage. Immer wenn wir einen Farbzyklus abgeschlossen haben, spawnt der Boss auf der dazugehörigen Plattform. Genau dann müssen wir den Boss schnell immun schießen, damit er wieder verschwindet. Nachdem wir alle 3 Farben mit den entsprechenden Mechaniken abgeschlossen haben, machen wir zur Sicherheit noch einen Feuercheck, falls Rot nicht die letzte der 3 Farben war. Das bedeutet, dass oben auf dem Turm ein letztes Mal das Diagnosepult gedrückt wird. Sobald Rot aktiv ist, bestätigt der Spieler unten die Plattform. In diesem Fall spawnt der Boss nicht mehr. Danach geht es gleich ans Einstellen der Rädchen für die Lavaschächte. Wenn es relativ ruhig in der Party ist, dann kann man die Klicks zum Einrasten des Rädchens hören. Das heißt, dass jeder der Turmspieler seine Rädchen selbst einstellen kann, ohne dass unten jemand bestätigt, dass die Rädchenpositionen stimmen. Die übrigen Teammitglieder kümmern sich weiter um das Cleanen der Ads. Idealerweise verteilen sich alle so auf der Plattform, dass jeder Lavaschacht einen Backup-Spieler hat, der demjenigen den Rücken frei hält, der unten die Lava aufschießen muss. Sobald alle Rädchen eingestellt sind, stellt der Diagnosespieler sein Geschütz bei Rot auf die Plattform. Auf ein Kommando wird der Lavaschacht am Haupteingang aufgeschossen. Der Boss spawnt bei Rot und wird dieses Mal nicht beschossen. Sobald das geschmolzene Eisen aus allen Schächten herausfließt, verschwindet der Boss von selbst und geht ans erste Geschütz auf dem Umgang.
Jetzt muss der Druck für den Turm über die mit Buchstaben versehenen Rohre auf der ersten Ebene eingestellt werden. Das übernimmt der Plattformspieler. Er bekommt vom Diagnosespieler angesagt, ob der Druck erhöht oder gesenkt werden muss. Nach dieser Info stellt er den Druck am Rohr ein, indem er das Ventil auf- oder zuschießt. Zeitgleich wandert der Boss auf dem Umlauf von Geschütz zu Geschütz. Die anderen Spieler müssen dafür sorgen, dass die Adds gekillt werden und auch, dass der Boss von den ersten beiden Geschützen weggeschossen wird. Das kann man entweder mit den Raketen machen, die einige Adds droppen, oder man kann auch mit dem Gewehr oder Sturmgewehr auf den Schwachpunkt am Geschütz schießen. Sobald der Boss am dritten Geschütz ist, müssen alle Spieler mit Hilfe der Kette nach oben auf die oberste Turmebene fahren. Von dort werden weiter Adds gekillt. Zeitgleich platziert der Diagnosespieler ein Geschütz und einen Köder in der Nähe des Bosses. In dieser Phase sind keine anderen Fertigkeiten auf dem Boden erlaubt. Sobald der Diagnosespieler das Kommando gibt, wird der Boss vom letzten Geschütz weggeschossen. Dann warten wir kurz, bis der Boss getrappt ist, und nun heißt es Feuer frei und den Boss killen. Rogue explosive seeker mine detected. Hostile explosive seeker mine detected. Sobald der Boss tot ist, warten wir wieder kurz, bis der Diagnosespieler den Schlüssel für die Sicherheitsabschaltung des Turms bekommen hat. Dann verteilen wir uns auf die farbigen Plattformen. Sobald die Abschaltung aktiviert wurde, können wir unten an den Pulten die Abschaltung bestätigen. Danach müssen nur noch die restlichen Adds gekillt werden. Das war auch schon der dritte Boss, Williams. Gar nicht so schwer, oder? I said we could handle this. Zack should have listened to me. He didn't deserve to die like that. Whatever it takes, make sure Morozova. Nun geht es weiter durch die sogenannte Foam Alley. Wie du an den 4. Raid-Schlüssel gelangst, erfährst du in meinem nächsten Video. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Raid und bis zum nächsten Mal.